Hallo, moin Mädels. Ja, wie ihr sicherlich im Titel schon gesehen habt, geht es jetzt um Kooperationsarbeit zwischen Umbrella. What do you mean? I know exactly what to do. Und weil wir ja einfach mal gucken wollten, was die Umbrella-Jungs so in so eine BLR einbauen. Und Pinselkrieg. Ich sollte aufhören, Wein zu trinken. Der Pinselkrieg hat einige Knarren gebastelt. Gebastelt macht er gar nichts, ne? Der malt. Der Pinselkrieg hat ein paar Knarren gemalt für Umbrella und dafür soll er jetzt eine eigene BLR bekommen. Ihr seht, ich bin mir bestens vorbereitet. Ja, das Ding ist bloß, der Pinsel, der hat seine Knarre schon lange, malt wahrscheinlich schon die ganze Zeit dran rum. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, der Julius hat es irgendwie nicht gebacken gekriegt, das Ding rechtzeitig hierher zu schicken. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll. Jetzt sitzen wir hier und wissen nicht, was Sache ist. Rein. Hier, Axe Airsoft Entertainment. Axe, ja, ist hier. Ja, Julian Bremsen. Ja, genau. Ja, ich hab Pakete für dich. Ist doch nicht so schwer, also schaffst du schon, ne? Ja, ja. Machst du eine Unterschrift hier? Ja, warte, hast du einen Stift? Oder? Ja, ich hab ja, nee, ist alt digital hier bei uns, ihr wisst ja eh, wie das ist, ne? Unterschrift. Die machen das alles neu hier, die Scheiße funktioniert eh fast nie, ne? Machst du da mal? Passt. Was ist das denn hier? Ernsen? Ah, jetzt, sorry, ich hab Bremsen gelesen. Aber machst du, Da ne? steht hier aber auch nochmal Airsoft und so. Aber Vorsicht, ich muss oben aufmachen, ne? Steht oben hier drauf. Ah, warte mal, was hast du denn da ein? Das ist Merch. Nee, das geht gar nicht. Hier, nimm mal was Vernünftiges mit. Na, aber wir haben ja aber hier Kleidung, was wir bei der Arbeit tragen müssen. Ja, du, ist okay. Kannst du zu Hause anziehen. Echt jetzt? Ja, ja. Du bist ja ein cooler. Hin. Mach los. Ja, ich muss eh weiter, danke. Ja, komm, wir haben zu tun hier. Ciao. Nein. Die Postmitarbeiter werden auch immer unfreundlicher, ne? Bremsen. Ja, aber okay. Ich nehme alles zurück. Er hat es doch rechtzeitig geschafft. Huch. Ja, ist nicht die schärfste. Die hat schon ein bisschen was erlebt. Sollte ich vielleicht mal nachschärfen. Ah, so, sehr gut. Wollen wir reingucken? Ja? Was hängt denn da? Was ist dieser Haken? Das ist irgendwas hing da, glaube ich, dran. Aber nicht gut. Ach du Scheiße. Die müssen es ja dicke haben bei Umbrella, wa? Guck mal. Jetzt sitzt in Aufgabe. Ich krieg eine Aufgabe. Guck mal, ist das nicht lustig? Und ein MacBook. Geil. Ist das meins oder muss ich das wieder zurückgeben? Du weißt doch bestimmt Bescheid, Hannes. Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, klapp mal auf. Dann behalte ich das. Wo geht denn das auf? Noch nie sowas Modernes gesessen. Hier ist noch ein Video. Das hört sich echt geil an. Oh. Die Sachen noch. Wirklich? Ja, der muss man zuerst hineinfühlen in die Rolle. Ja, und wenn dann Hannes wieder so 10 GB irgendwas schickst und das mit dir. What's up, Airsoft Nation? Und hallo Pinselkrieg. Für alle, die es nicht wissen, was ist Pinselkrieg? Pinselkrieg bemalt für uns die Airsoft-Waffen ziemlich cool und deswegen haben wir sich gedacht, er bekommt jetzt eine eigene. Die Internals werden zu ACS gesendet und werden von ihnen getuned und ich werde jetzt die Gun auseinanderbauen. Zeit. Wie geht das überhaupt? Bernhard, woher weißt du eigentlich, welche Schraubendreher man benutzen muss? Ich probiere alle durch. Liebe ACS-Leute, wir schicken das zu euch. Und verkackt das nicht!
was mit den Teilen, die da reinkommen? Es kommen Teile rein. Die Teile schicken wir zu Südharz. Ja, wie wäre es, wenn wir noch mal ganz kurz ins Warenlager gehen und vielleicht diese Teile rausholen, Bernie? Heute für keine gute Idee. Aber die Leute wollen noch wissen, was da für Teile drin sind. Glaube nicht, ne. Muss ich schauen, aber glaube nicht, ne. Nein. Aber die fragen doch dann immer, warum ist das so teuer? Da müssen wir voll die teuren Teile. Dann sollten wir uns vielleicht doch jetzt sagen. Ja, dann. So, Julian, wir haben jetzt alle Teile für dich zusammen. Du schaffst es. Ui, mit Nebel auf dem Tisch. Okay, bin ich ja mal gespannt. Junge, richtig edel verpackt hier. Ne? Fast so wie unsere Rechnungen und so, ne? Als Shop.online. Lieber Julian, lieber Hannes. Das ist handgeschrieben. Ja, ich würde mal sagen, der Chef hat nicht viel zu tun. Junge. Lieber Julian, lieber Hannes. Wir stellen euch vor eine Aufgabe, dessen Erledigung mit Ruhm und Ehre in der gesamten Airsoft-Welt belohnt wird. Anbei findet ihr ein Challenge-Kit ohne Externals. Eure Aufgabe ist es, die beste mögliche SAEG für Deutschland zu bauen. Die bestmöglichen hängen an der Wand. Sobald ihr mit den Internals fertig seid, gebt uns Bescheid und wir senden euch die Externals für die Challenge. Viel Glück und liebe Grüße, Julius und Bernie. PS von Bernie, verkackt das nicht, das hat er ja schon gesagt. Wenn er das nochmal sagt, dann bringe ich sie persönlich vorbei. Ja, dann gucken wir jetzt mal rein, wa? Ich glaube, also Aufkleber haben sie genug. Oh Gott, hier habe ich auch reingestochen. Ist hier noch was drin? Damit ihr auch was seht hier, ne? Von der ganzen Geschichte. Da fällt schon das erste raus. Oh, was sind das für Pisten? Kenne ich irgendwoher. Prometheus. Aha, was ist das für ein schwarzes Zeug hier? Hast du das schon mal gesehen? Ja, ist ja egal. Oh, guck mal, noch ein Pitch, ein kleiner. Guck mal, noch ein großer, guck mal. Ui. Ui. Und eine schicke Gearbox. Oh nein, so eine hatten wir schon mal, ne? Da hast du schon mal eine ACU reingebrückelt. Oh Gott. Kannst du mal ein paar Szenen einblenden. Also ACU in TK45. Mal eben geht's nicht. Wir haben uns verabredet um 18 Uhr, um das mal schnell zusammenzubauen. Es ist mittlerweile 23:45 Uhr. Aber wir nähern uns dem Ende. So, Wie meinst du das? Wir bewegen uns nicht auf die Zielgerade zu. Wir sind schon auf der Zielgerade. Ja. Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado dos. Ya está, tú no para tanto, yo. Así yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Oh, böse Erinnerung. GMG Ifrit Motor. Was ist denn hier überhaupt passiert? War der Bernie sauer beim Auseinanderbauen oder was? Aha, ein DSG. 18:1 DSG. Steht kein Hersteller drauf. Was ist denn das? Original Umbrella-Teil oder was? Bestimmt so ein Seatsteck oder so. Seatsteck-Kack. Ne, steht echt kein Hersteller drauf, aber das wird es wohl sein, ja. Was ist das denn? Weißt du noch bei dir, Hannes, wie viele Ringe wir davon brauchten? Ach, jo. Was ist das für ein Patch? Da. Also glitchy. Sieht witzig aus. Ja, weil der mit dem Stempel abgerutscht ist. Ja, und Mundschuss. Wie soll ich denn das noch hier reinbauen in die Gearbox? Das passt doch gar nicht. Das ist eine Challenge. Ach, das war die Challenge. Oh Gott, ja. Garda Zylinderhead. Max Model Trigger in Rot. Eine 150er Feder von Garda. Spitfire Tracer. Und ein Titan. Basic. Semi-only, wa? Krasse Scheiße. Weißt du, was ich vermute, Julian? Erzähl's mir. Dass das Titan ein bisschen einfacher da reingeht als die ACU. Soll ich dir was sagen, Hannes? Was? Ich hoffe, es ist so. 3 Wochen später. Was hast du denn so Tolles erlebt? Mir ist heute mein Rucksack runtergefallen. Mein Laptop-Rucksack. Und genau mit der Kante vom Laptop so auf den kleinen Finger hier. Oh, wie blau der ist hier. So, einige Wochen später. Wie ihr seht, wir sind wieder voll im Zeitplan. Hier ist auf jeden Fall jetzt endlich das Paket angekommen. Der Pinselkrieg hat das Ding fertig lackiert. Das ist also die abgeänderte Form. Die gibt es ja auch so zu kaufen, ne? Das Founders Edition, oder? Ui, gucke mal.
So gibt's die nicht zu kaufen. Hier das Umbrella-Logo. Ach du, guck mal, da ist so ein Kreuz auf der Klappe, das kommt mir bekannt vor. Kreuz, wieso? Hol mal da so ein Teil von denen, die oben rechts im Schrank drin sind. Hier? Wo ist da das Kreuz? Ach, da. Hier drauf, oder was? Wo kommt denn das her? Hat er das von dir, oder was? Jo. Ach, Quatsch. Das ist ja geil. Da ist quasi die Topographie-Textur von der ACS-Verpackung drauf. Das ist ja cool. Da war er sehr erfinderisch, ja? Ey Johannes, ich habe keine Lust, mir so eine Topografie zu zeichnen. Hättest du was dagegen, mir das zu schicken? Ja, nee, kein Ding. Hier ist die Datei, mach damit, was du willst. Ui, ich hab's Handy nicht ausgemacht. Frevel, unprofessionell. Meinst du, dass die Umbauten, die du machst, sind... Frevel! Ich hab extra angerufen. Ach du Sack. Ich hab's geahnt, du Sack. Mich macht er an hier, weißt du, und selber hat er einen Ton an. Das Witzige ist, ich habe noch nie so eine QRF zerlegt. Beste Grundvoraussetzung, oder? Würde ich sagen. Ich will nur mal gucken, nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Kleinteile noch drin habe, weil mir ist eben aufgefallen, beim Wiederzusammentragen der Teile, die ihr eben gerade erst gesehen habt beim Unboxing, dass ich gar keine Kugellager dazu gekriegt habe. Die guten Umbrella-Kugellager waren nicht dabei, aber ich hatte zum Glück noch welche hier. Aber schon mal PTS-Sites, ne? Keine Kosten und Mühen gescheut hier. Die haben mir auch keinen Hop-Up-Arm mitgeschickt. Pisser. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Hier ist natürlich ein originaler, ganz normaler, runder Gummi-Tensioner drin, ne? Guckst du? Normalerweise weiß ich, dass sie bei der QRF einen 3D-gedruckten Arm verwenden, der dann gleich hier so einen M-Nap hat. Alles integriert. Jetzt müssen wir mal schauen. Hoppa, stellst du so ein? So, ich habe ja den Arm draußen. Das war ein bisschen dumm jetzt. Gegen den Finger gekommen. Oh. Hier ist auch gar kein Hop-Up-Gummi dabei. Jetzt wollen die mich aber verarschen. Hälfte vergessen hier, oder was? Julius, was soll denn das? Jetzt sag mir nicht, das war Absicht. Aha. Guck mal, hier ist ein Modify Baton Ryosoku Hop-Up-Bucking. Das ist direkt ein Hop-Up-Gummi ohne Patchfläche. Das ist direkt hier glatt von innen. Weißt du? Das kann man dann direkt hier mit dem Armor-Patch verwenden. Guck mal, hier ist auch ein Tensioner dabei. Vielleicht können wir den gleich verwenden. Aber wir müssen mal gucken. Das Hop-Up-Fenster hier. Alter, kriegst kaum runter. Das ist nämlich ein bisschen klein. Siehst du das? Ein bisschen so in der Höhe. So. Oder Länge. Es gibt ja bei Umbrella die R-Hop-Barrels. Das hier. Und die E-R-Hop-Barrels. E-R-Hop heißt Extended R-Hop und das ist dann, ich glaube, auf 7 mm aufgefräst. Ne? Das heißt, das sind dann diese Edelstahlläufe mit 7 mm Fenster. Hier haben wir nämlich jetzt das originale Fenster mit 5 mm. Modify Tensioner, der ist auch ungefähr 5 mm. Das heißt, der ist theoretisch ein bisschen zu lang. Weil normalerweise bräuchte man ja vorne und hinten ein kleines bisschen Luft. Das scherst du nicht so leicht ab. Ich weiß ja, der Bernie verklebt das immer sehr, sehr gut. Aber ich bin gespannt, ob das dann läuft. Weil normalerweise werden hier, glaube ich, Mad Bull Gummis verwendet. Das ist schon mal ein bisschen... Kompression eher so... Ein bisschen undicht. Meh. Der ist ganz schön weich, der Hopper-Arm, ne? Ist das? Oh, sehr eklig. Mal gucken, ob das so funktioniert, doch. Hä? Das wird ja jetzt schon voll runtergedrückt. Das ist ja scheiße. Ne, so geht das nicht. Oh. Ups. Oh, ich bin einfach nur voll dumm, ne? Anstatt es voll rauszudrehen, habe ich voll reingedreht, ich Idiot. Probieren wir es nochmal, wa? Ah, guck mal. Wobei ich sagen muss, dass es mit dem Original-Tension auch gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Nee, das sieht gut aus, Hannes. Also wenn das funktioniert, ist das, glaube ich, vielleicht auch mal eine ganz recht gute Lösung für Umbrella, das so zu machen. Gut. So, das wäre Streich Nummer 1 jetzt. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem schwierigen Teil an und bauen die Gearbox um, oder? Jo. Feder ist ja alles schon draußen. Das hat ja diesen Feder-Schnellwechselmechanismus mit Vorspannfunktion hier über den Spring Guide, ne? Über die Stocktube. Das ist ja das Ding, wo du mit einem Imbusschlüssel, so wie bei deiner TK45, ne? Ja, da hatten wir das ja auch mal ausgerechnet. Du musst das komplett reindrehen, plus x viele Unterlegscheiben bist du auf normaler... Ja, das haben sie ja mitgebracht. Da ist ja jetzt eine 150er Feder und 2 davon, ne? 2 von den Spacern. Ich baue das erstmal so ein, wie es mir geliefert wurde hier. Ganz einfach. Das ist aber gut jetzt hier. Was machst du denn da? Ich habe ein Müsli gegessen, das quillt. Ach so, ich dachte Laktose. Nee, das kommt unten raus, ne? Leute, wir haben neulich im Hotel geschlafen. Arschloch. Das musst du jetzt erzählen, ne? Wir haben zusammen Müsli gegessen mit ganz normaler Milch und offenbar hatte Herr Bernsen eine Laktose. Oh. Wie er sich kaputt lacht. Jetzt schon. Und wir mussten dann noch auschecken. Wir waren eigentlich schon komplett fertig. Schon wieder der.
Der ist Müsli gegessen. Meinte, oh, Junge, das quillt aber. Und dann meinte ich, ja gut, dann hole ich schon mal das Auto und fahre das vor. Und in der Zeit kannst du unten auschecken. Und meinte, ja, gut, können wir so machen. Ich gehe nur noch mal schnell kurz vorher aufs Klo. Und ihr müsst wissen, das Auto stand etwas weiter weg. Also ich habe schon eine Weile gebraucht, um das zu holen. Dachte, bis ich das geholt habe, ist Julian fertig mit Auschecken. Ich fahre vor, nichts bewegt sich. Ich warte. Schreibt eine Nachricht. Sich freut, Alter. Ey, und diese Antwort, die ich bekommen habe, diese Smiley-Kombination, die hat mich in dem Moment einfach gekillt. Ich habe Laktoseintoleranz. Ich habe Laktoseintoleranz. Standard-Kombi, was ist denn los? Ja, so ist das. So, hast du die Gearbox mittlerweile auseinander? Geht doch schon auseinander hier. Ach, ja, ich erinnere mich an diese Scheiße hier, weißt du? Flashbacks. Wie er sich freut. Alter, ja. Ich weiß sowas von. Deswegen behalten die auch das Nozzle. Eieiei. Ventilierter Pistenhead. Kappa. Kennen die nicht. Ich habe jetzt zum Glück sowieso einen neuen da. Krasser Scheiß, ey. Alter, guck dir diese Form an hier. Das erinnert mich aber tatsächlich gerade an das, was der Rento mit deiner Tappet-Plate gemacht hat. Damit das Timing stimmt bei der PDW 9. Da hat er doch eine Kerbe reingefräst. Ja, aber an einer völlig anderen Stelle. Oh nein, ey. Aber richtige Flashbacks habe ich gerade hier. Das ist ja übel. Ich mir das hier angucke, ne? Oh, der Cut-Off, ne? Fürchterlich. Jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. Gut, ich würde sagen, als allererstes, was macht man als erstes? Lager schön. Lager reinkleben. Einfach sicherheitshalber. Aber erstmal schraube ich jetzt hier die Elektronik raus und schraube hier alles raus, dass ich hier ein bisschen Luft habe. Die Sicherung brauchen wir dann auch nicht mehr, wenn wir das Gate tighten dann drin. So, und so und so. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Dann schrauben wir den Hebel hier auch ab. Oh, hier diese Doppelhebel-Scheiße, ne? Braucht doch kein Schwein, ey. Hier vom Cut-Off. Doch. Mit dieser Umlenkung hier. Da hast du auch noch ewig dran rumgeschleift. Ja, weil das hier so hoch aufgebaut der originale Cut-Off, den konnte ich nicht verwenden, glaube ich. Dann habe ich einen anderen Cut-Off genommen und habe den zurechtgeschliffen, damit der mit diesem Hebel hier zusammenarbeitet und so, glaube ich. Dann erstmal Lager raus und Umbrella-Lager rein, ne? Ach du, die waren aber auch nicht fest. Die andere Seite. Auch gleich mal das komische Fett hier ein bisschen rauswischen. Da fällt das eine Lager raus, während ich das andere rauskloppe. Die sehen schon recht massiv aus hier, die Originallager, muss ich zugeben. Nicht, dass da auch die Originalen drin bleiben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Umbrella die sonst baut. Ich mache das jetzt einfach nur frei Schnauze. Noch keiner gebaut? Nö, gucke. Das sind nämlich 9 mm. Die 8 mm Umbrella-Lager passen da gar nicht. Deshalb hast du gar keine dazu bekommen. Jetzt ergibt das auch Sinn, ne? Aber ist nicht schlimm. Dann mache ich das jetzt hier sauber und klebe die alten Lager vernünftig ein, ne? Leute, so ist das, ne? Kriegst du irgendeinen Scheiß hier vorgelegt. Lass das vernünftig zusammenbauen. Beim nächsten Mal zeigen wir euch mal wieder, wie man richtig Teile für sowas aussucht. Wo ist mein Kleber? Ganz einfacher Sekundenkleber. Ein paar Tropfen. 3, 4 Tropfen so in die Kanten rein, ne? Und dann geht das schon. Oder was meinst du? Jo. Ist ja nur noch eine kleine zusätzliche Stabilisierung. Ja, ist ja auch eh nur für einen Pinselkrieg. Hast recht. Es sollten 2 Tropfen reichen. Spart ihr den guten Kleber. Wenn ihr dann so Kugellager einklebt, ne? Muss man übrigens ein bisschen aufpassen manchmal. Ich habe da nämlich schon mal ein Kugellager verklebt. Das hat sich dann nicht mehr so gut gedreht. Aber passt schon, ne? Ja klar, ist ja nur für Pinselkrieg. Genau. Bei der MP7 hat er sich auch keine Mühe gegeben, von daher. Und niemals in die Mitte vom Lager kloppen oder so, ne? Immer nur auf den äußeren Ring. Und immer schön gleichmäßig. Also, die sitzen auf jeden Fall. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein 18:1 SHS Spurgear. Das sieht mir aus wie ein SHS Bevel Gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mit 19, okay. Und ich denke mal, hoffe mal ein 18:1 Siege Tech DSG. Wisst ihr das? Siege Tech. Da haben sie aber ganz tief in die Kasse gegriffen, wa?
läuft ganz gut miteinander, glaube ich. Da ist hier ein bisschen mehr Spiel. Naja, wird schon gehen. Jetzt schieben wir erstmal die ganzen Gears ein und dann sehen wir uns wieder. Hallo! Bin jetzt schon dabei, gerade das Gate zu montieren. Die Gears sind alle geschimmt, alles wunderbar. Und jetzt habe ich erstmal gesehen, warum haben wir damals kein Gate eingebaut, Hannes? Zum einen, weil wir bzw. ich geizig war. Und zum anderen, weil wir beide auch die ACU für das bessere MOSFET empfunden haben aufgrund der physischen Taste. Guck mal hier. Zack, drin. Ist ein bisschen einfacher als damals. Ja. Ja, auf jeden Fall bauen wir. Achso, den Sticker habe ich schon geklebt. Sticker, ja. Scheiße, welche Schraube habe ich denn da rausgedreht, Hannes? Ich glaube, die war das. Hä? Das ist doch das gleiche Gewinde. So, und jetzt guck mal hier. Normalerweise sitzt dieser Radius, ne? Eigentlich perfekt am Lager. Direkt parallel zum Lager. Ja, die bauen das ja eh immer so, dann wird das schon passen. Ne? Ich drücke das Tighten auf jeden Fall schön so weit wie möglich in Richtung des Lagers, damit das vernünftig gut wie möglich da irgendwie sitzt. Und versuche das trotzdem irgendwie parallel zum Lager auszurichten, damit der Sensor auch schön die Gears, das Gear hier erkennen kann. Aber es scheint zu funktionieren, dass wenn ich hier so drüber gucke, läuft das direkt über dem Sensor lang. Kabel verlegen, wa? Das Gute ist ja, dass Pinselkrieg jetzt eine richtig gute Waffe bekommt, ne? Jetzt, wo ich das baue. Gemein, ne? Aber das kann ich gut. Wir müssen jetzt einmal die schönen schwarzen Gears alle weiß machen. Mit Flows Jizz. Gut, so wie es aussieht, wird der Zylinder beibehalten. Und ich würde auch vermuten, dass normalerweise das DSG sogar nochmal geshortstroked wird. Auf 7 Zähne. Aber das mache ich nicht. Gucken wir, ob das Nozzle hier drauf läuft. Ja, okay, ja, dann müssen wir jetzt nur noch die Finne hier ein bisschen kastrieren. Das gucken wir mal. In der Regel beim DSG auf 8,5 mm. Ab der Scheiße. So. Und für den Rest nehme ich mir jetzt ein Messer und schlitze das schön gerade. Das Material an sich ist ganz gut, ne? So, mal gucken. So, auf 9. So, schön. So, hier machen wir auch ein bisschen Silikonfett nur dran, ne? Ich mache hier jetzt auf die Zähne vom Pisten, mache ich auch ein bisschen was von Flows Jizz drauf. Das ist nämlich besser da drauf, als auf den Zähnen vom Sector Gear, ne? Weil auf den Zähnen vom Sector Gear kannst du dann abspritzen, auch wenn das hier eher unwahrscheinlich ist bei dem Fett, aber sicher ist sicher. Bei den Zähnen hier spritzt mit Sicherheit nichts ab. Weißt du, was ich meine? Ja, die bewegen sich zwar mit derselben Geschwindigkeit, aber die Zentrifugalkraft spielt beim Pisten keine Rolle. Ui. Dicht ist auf jeden Fall, würde ich sagen. Gucken mit Nozzle, ha? Oh, das hat so eine komische Form hier. Oh, das geht schon. Wartet's ab. Ach so, wie war das denn hier mit der Feder, Hannes? Haben wir nicht eine Tappelplate selber gebaut? Wir haben eine selber gebaut, ja. Fick dich doch, ey. Warum mache ich sowas? Alter. Weil ich es dann einfach auch nicht wahrhaben will, ne? Dass es irgendwie nicht klappen könnte oder so, ne? Okay, Leute, ich glaube, wir haben's. Titan-Ding hier drüber und zusammenstecken, ha? Feder? Feder kommt später. Ja, ich weiß. Du wolltest mich irritieren, ne? Du kleiner Pisser. Ich kenn dich doch, du Saftknödel. Wenn Hannes Wecker klingelt, dann sagt er... Was sagt er? Steh auf, du Saftknödel. Steh endlich auf, du Saftknödel. Ach Gott. Das motiviert total, natürlich. Da habe ich direkt Lust aufzustehen. So, nur noch zusammenschrauben und reinstecken. Und dann funktioniert das natürlich auch alles sofort. Stimmt. Meinst du nicht? Oh! Ich wusste es! Ich wusste es! Cut-off? Nee, nein? Hier, da. Was ist es? Diese Blechmutter, das habe ich vorhin erst gesagt, dass sie mich bei der TK45 auch genervt haben. Da muss die rein. Eine Dreiviertelstunde Teilesucherei später. Genau. Die Penner haben mir nicht alles mitgeschickt. Sowohl Pinselkrieg als auch Umbrella hat Teile vergessen. Hier fehlt eine Schraube für den Griff. Die musste ich mir selber suchen. Und eine Schraube, um den Griff an der Gearbox zu befestigen. Musste ich mir auch selber suchen. Was soll das? Hier, mal gut, dass ich meine Herzbox habe. Ja, die gute alte Herzchenbox. Die hat wieder geholfen. Da waren alle Schrauben drin, die ich brauchte. Und jetzt habe ich alles zusammengesteckt und musste erstmal Updates machen. Updates von meinem Blue-Link, Updates vom Titan und jetzt ist das alles erledigt und jetzt kommt da schon mal ein Geräusch raus. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Jetzt geht es erstmal darum, das Ganze zusammenzustecken und zu gucken, wie dicht ist das Ding in Verbindung mit dem Nozzle und
Der M150 Feder mit 2 Spacern drin und Spring Guide komplett reingedreht. Weil da müssten eigentlich so 1,2 Joule oder sowas rauskommen, glaube ich. Immer wieder was Neues, ne? Echt. So, haben wir überhaupt ein Magazin? Leck mich. Haben wir jetzt kein Magazin hier? Nein, ist nicht ernsthaft, oder? Wir haben kein Magazin hier. Was soll das? Alter, wollt ihr mich verarschen? Muss ich jetzt die Kugel da einzeln reinlegen oder wie? Dass der das auch nicht wieder zusammenschraubt, ne? Der kleine Klappspaten, wenn der das hier lackiert. Das ist doch nicht normal. Was denn? Gucke mal. Hier fehlen sogar die Schrauben. Sind die hier wenigstens? Ja, wenigstens die sind da. Hier vom Handguard. Anstatt die wieder reinzudrehen. Oh, wer dreht die denn raus und dann wieder rein? Oh. Was rausbleiben soll, dreht er rein. Was reingedreht werden soll, lässt er draußen und vergisst es mit reinzupacken, oder wie? Fasst es das ganz gut zusammen? Ja, ist ja nur seine eigene, ne? So. Viele Monate später. Alles klar, so, Magazin ist da. Haben wir besorgt in der Zwischenzeit. Nimrod-Akku ist da. Passt ja auch perfekt rein in diesen kleinen Stock. Weiter zusammengebaut ist das Ganze auch schon. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal an Chrono und gucken, ob wir jetzt mit vernünftigen Magazinen und so weiter auf die 1 Joule ungefähr kommen. So, ja, unsere ACS-Umbrella-Pinselkrieg M4 MP5 QRF BLR Mod 1 KWA ist fertig. Mit Spitfire. Damit habe ich tatsächlich auch mit 25ern das Hop-Up eingeschossen. So abends spät irgendwann, als ich noch mal ein paar Minuten Zeit hatte. Und ja, was soll ich sagen? Das Gerät läuft, ne? Also Präzision ist natürlich on point mit dem Umbrella R-Hop. Das ist natürlich schon was Feines. Was soll ich noch sagen? Gut, an Attacke, wa?